Bei Pastinaken, ich habe da Studien entdeckt, die enthalten eine Reihe von interessanten Pflanzenstoffe. Was machen diese Pflanzenstoffe? Sie wirken antioxidativ, haben eine Antikrebswirkung. Die konventionelle Weisheit sagt, nee, es gibt keine Wildkräuter mehr, es ist Winter. Aber hier am Starnberger See, wir haben immer noch grüne Wiesen. Letzte Woche eine Patientin kam, die hat behauptet, nee, das kriege ich nicht hin, alles so kompliziert, diese Fermentsäfte. Ich möchte euch zeigen, einfach eine ganz einfache Ferment, die man in 2 Minuten machen kann. Ja, hallo, ich grüße euch, neues Thema und auch eine neue Erfahrung, die ich die letzte Woche gemacht habe, nämlich mit Pastinaken. Und die sind super günstig, die kann man im Bioladen natürlich kaufen, aber sogar Aldi in Bioqualität, wirklich auch Rewe, also wirklich super günstig, Wurzelgemüse, die auch nicht, ich denke, Pastinaken, auch Petersilienwurzeln werden nicht so jetzt hybrid gezüchtet, so stark gezüchtet zum Beispiel wie Karotten. Also die Karotten sind zu 99% im Handel sind Hybridzüchtungen und wir wissen, bei jeder Züchtung gehen Pflanzenstoffe verloren. Und jetzt bei Pastinaken, ich habe da Studien entdeckt, die enthalten eine Reihe von interessanten Pflanzenstoffen. 2 heißen Apigenin und Luteolin. Übrigens, Luteolin ist auch sehr wichtig für die Netzhaut, um die Netzhaut vor Entzündungen zu schützen, vor Makuladegeneration was machen diese Pflanzenstoffe? Sie wirken antioxidativ, haben eine Antikrebswirkung, neuroprotektiv, also schützendes Nervensystem, eine entgiftende Wirkung und stärken auch das Immunsystem und das alles in Pastinaken. Warum ich so begeistert bin, ich hatte ein 4 Liter Gefäß, wo circa 70-80% aus Pastinaken habe ich fermentiert und Linsensprossen. Und ich habe das getrunken, es hat mir so gut geschmeckt, jeden Tag ungefähr 3/4 Liter. Also man kann es gut trinken, es ist so eine milde Ferment, im Gegensatz zu einem Ferment wenn man rote Beete fermentiert. Das ist ein bisschen mehr ätzend und da kann ich nicht 3/4 Liter, ich kann vielleicht ein Glas trinken, aber das war's dann. Aber ich habe jeden Tag so 3/4 Liter getrunken und ich war wirklich gut drauf die letzten Tage. Ich habe so viele kranke Leute jetzt, auch heute hatte ich 2 Notfälle, es ist Sonntag, den 7. Dezember und ich bin immer noch gut drauf und ich habe so eine Energie und ich denke, es liegt wirklich an diese Pastinaken. Gut, ich hatte auch die letzten Tage, das war mein abendlichen Salat, frische Brennnessel, es ist heute Sonntag, den 7. Dezember und wir haben Winter und die konventionelle Weisheit sagt, nee, es gibt keine Wildkräuter mehr, es ist Winter. Aber hier am Starnberger See, wir haben immer noch grüne Wiesen und es ist heute 6 Grad, relativ milde und also ich bin richtig reich beschenkt. Und also die Pastinaken, ich will das fortführen, weil ich habe letzte Woche eine Patientin kam, die hat behauptet, nee, das kriege ich nicht hin, alles so kompliziert, diese Fermentsäfte. Ich möchte euch zeigen, einfach eine ganz einfache Ferment, die man in 2 Minuten machen kann. Also ich habe die Pastinaken jetzt schon geschnitten. Ich würde dann auch Kurkumen, Gelbwurzeln dazugeben, weil einfach super antioxidativ, Antikrebswirkung etc. Auch Ingwer darf nicht fehlen. Also Ingwer ist
auch Antikrebswirkung, antioxidativ und unterstützt das Verdauungsfeuer und die Verdauungssäfte. Also in der TCM darf und auch in der ayurvedischen Medizin darf Ingwer nicht fehlen. Und dann geben wir ein paar Karotten dazu und ich habe diese coole Gläser in der Schweiz kennengelernt. Die haben den Vorteil, dass den Deckel aus Edelstahl quasi gemacht wird und nicht aus Alu. Also ich kenne andere Gläser, der Deckel besteht aus Aluminium und das will ich nicht. Und die sind auch größer und ich habe noch nie Probleme mit, dass irgendetwas geschimmelt hatte. Und das heißt, diese Fermente mache ich immer mit Sprossen und dann brauche ich kein Salz, weil die Sprossen setzen viel Milchsäure frei durch diesen ganzen Keimprozess und die Milchsäure bringt das Ganze zum Fermentieren, wir brauchen kein Salz. Also ohne Sprossen müsste ich dann bei einem Liter ungefähr 1,5 Esslöffel Salz dazu. Und das will ich nicht, weil meine Krebspatienten, die ich betreue, sollten eher salzarm essen, auch Herz-Kreislauf-Patienten mit hohem Blutdruck. Also ich bin kein Salzgegner, ich verwende Salz, aber speziell jetzt bei Patienten mit hohem Blutdruck. Und auch diese Krebspatienten zu Beginn der Therapie sollten eher salzarm Ernährung bevorzugen. Ja, da geben wir diese Sprossen dazu. Und die Linsen, innerhalb von 3 Tagen sind sie gekeimt und da kann man eigentlich nichts Falsches machen. Ich habe die mal oft Situationen, wo ich war weg am Wochenende, ich habe sie 2, 3 Tage nicht gegossen und die haben das verziehen und ich habe sie trotzdem geerntet. Also es ist relativ, man braucht sie nur einmal am Tag praktisch bewässern. So, ich habe jetzt, das würde reichen quasi und dann gebe ich diese Pastinaken dazu. Und ja, das würde im Prinzip reichen. Ein paar Karotten, damit es ein bisschen bunt ist. Dann eben diese ganzen Kurkuma. Das habe ich, glaube ich, bei Rewe gekauft. Ich habe auch Ingwer gesehen in Bioqualität, sogar bei Aldi. Also, und dann haben wir das alles. Es ist kein Platz mehr für irgendwas Grünes, sonst hätte ich vielleicht ein bisschen Grünkohl. Also hier habe ich Grünkohl dazu gegeben und auch Brokkoli. Und hier die Pastinaken hier unten. Und dann brauche ich nur Wasser dazu geben. Und ja, das war's. Alles unter dem Wasserspiegel. Und jetzt lasse ich das 6 Tage, 7 Tage oder auch 2 Wochen stehen. Und dann habe ich eben diese Pastinakensaft. Sie werden wirklich nicht enttäuscht, weil man kann viel größere Mengen trinken. Es ist richtig süffig und belebend. Also ich habe so eine innere Beschwingtheit gemerkt mit diesem Saft. Ich habe Pastinaken scheinbar total unterschätzt. Also wie wichtig Wurzelgemüse ist. Übrigens auch Petersilienwurzel ist auch ähnlich gut bestückt eben mit diesen Pflanzenstoffen. Und was interessant ist, Apigenin, das eben in Pastinaken, aber auch in Petersilienwurzel, ist in der Lage, ein Enzym, die heißt CD38. Warum das wichtig ist, in den Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, wird Energie mit Hilfe eines Enzyms hergestellt,
Und dieses, ja, nicht ein Enzym, das ist eine energetische Verbindung, die heißt NAD+, und die entsteht aus Niacin, und Niacin ist eine Vitamin B3-Verbindung. Und wir haben andere Videos über Niacin-Therapie, Niacin-Detox-Therapie. Sie wissen, was für eine Bedeutung das hat, damit unsere Mitochondrien in der Lage sind, Energie zu bilden in Form von ATP. Das Thema ist, ein 20-Jähriger hat vielleicht 5 oder 6 Mal mehr an NAD in seinen Mitochondrien als ein 70-Jähriger. Und in 2 Jahren bin ich 70. Also ich möchte alles tun dafür, dass mein NAD-Spiegel in den Mitochondrien ähnlich hoch ist wie ein junger, vielleicht ein 30-Jähriger. Also ab 30 geht dieser Spiegel immer nach unten. Und wie kann man das stoppen, diesen Prozess? Also in Amerika gibt es NAD-Infusionen, die kosten pro Stück bis zu $1.000. Das ist ein bisschen happig für die meisten von uns. Aber braucht man Infusionen? Ich glaube nicht. Also meine Empfehlung ist täglich Niacin, die aktive Form von Niacin, also die eben diese Flash bilden kann, aber auch Niacinamid ist eine nicht aktive Form von Niacin, wo kein Flash entsteht. Also für diejenigen, die ein bisschen sensibel sind, Niacinamid, 500 Milligramm, ist auch eine Möglichkeit, diese NAD-Spiegel anzuheben, und diese Niacin-Präparate sind wirklich sehr günstig. Das wäre die Basis, aber wir möchten gleichzeitig verhindern, dass eben dieses eine Enzym, was unsere Zellen produzieren, die heißt CD38, dass dieses Enzym das NAD+ nicht abbaut. Und das passiert bei zunehmendem Alter. Also wir sehen einfach, das ist so eine Art Übeltäter. Und die haben Versuche gemacht bei Ratten und Mäusen und festgestellt, wenn CD38 praktisch klein gehalten wurde, dann diese Ratten haben um die 30% länger gelebt. Und 30% mehr für einen Menschen, das wäre vielleicht 20 Jahre. Und und Quercetin, das ist auch ein Pflanzenstoff in Wurzelgemüse, aber vor allem auch in grünes Petersilie, was man natürlich auch im Winter kaufen kann, aber auch in Brennnesseln, ist eine der besten Spender von Quercetin. Es gibt auch Kapseln mit Quercetin, aber da bin ich ein bisschen skeptisch. Also diese Pflanzenstoffe möchte ich nicht von Kapseln, sondern ich möchte es direkt zum Beispiel aus frisch gepflückten Brennnesseln oder eben auch frisches Petersilie. Und damit habe ich eine Möglichkeit, Quercetin zu blockieren. Was hat es mit diesen Fermentsäften zu tun? Durch die Fermentation lösen wir quasi diese Pflanzenstoffe aus den Wurzeln, und sie werden quasi bioaktiv, bioverfügbar und werden besser aufgenommen. Und wir haben auch die Milchsäure, was eine positive Wirkung hat auf unser Gehirn. Und zwar diese Fermentsäfte mit diesen ganzen Pflanzenstoffen haben eine Wirkung auf eine Verbindung in unserem Nervensystem im Gehirn, die heißt BNDF, Brain-Derived Neurotropic Factor. Das ist wie so eine Art Düngemittel für das Gehirn, für das Nervensystem. Eine wichtige Voraussetzung,
damit sie ihr Gehirnsubstanz nicht verlieren mit 70, weil 70-Jährige haben im Schnitt 10% weniger Gehirnmasse als jüngere Menschen. Und wie gesagt, in 2 Jahren bin ich 70, also das ist schon ein Thema und ich will alles tun. Und ich muss dafür sorgen, dass mein BNDF-Spiegel hoch ist. Und das tun diese Fermente, die Pflanzenstoffe. Und ich würde tiefer in dieses Thema eintauchen bei dem nächsten Video. Und es ist noch also wirklich sehr interessantes Thema und wie man sich schützen kann vor Neurodegeneration und Parkinson, Alzheimer und all diese Erkrankungen. Und auch messerscharf bleiben und bis ins hohe Alter fit und auch eine wichtige Voraussetzung, um auch Depressionen zu verhindern. Also wir dürfen auch glücklich sein im hohen Alter und das ist eine wichtige Voraussetzung. Jetzt habe ich eine Flasche geholt. Das ist eine Brottrunk. Die Firma Kanne produziert Brottrunk. Das ist ein Fermentsaft. Zum Beispiel, wenn ich bin im August, mache ich einen Urlaub auf Mallorca. Da gibt es eine deutsche Drogerie, wo man Brottrunk kaufen kann. Es kostet um die 3 Euro. Ich glaube, man kriegt es auch bei DM. Es ist relativ günstig. Also bevor Sie gar keinen Fermentsaft trinken, trinken Sie wenigstens Brottrunk. Ich habe keine Verbindung mit der Firma, aber es gibt einen Fermentsaft, die kann man für relativ wenig Geld kaufen. Aber natürlich unsere eigenen Fermente, die haben einfach so viele Vorteile, so viele Pflanzenstoffe, dass ich eben das ansetzen würde. Und Sie haben gesehen, wie leicht es ist. Und Sie könnten diese Flasche, diese Brottrunk-Flasche einfach selber ansetzen. Und das heißt einfach auffüllen. Ich zeige Ihnen das. Und das mache ich in den Urlaub mit diesen Flaschen, wenn ich unterwegs bin. Und ich kann das dann auch mitnehmen. Einfach zu zeigen, wie schnell das geht. Also es ist einfach keine Arbeit und es ist nicht komplex. Sie brauchen, also ich habe nur 2 Gemüsesorten und eben diese Wurzel, ein bisschen Ingwer und Kurkuma. Und dann kommt, diesmal würde ich eine Konzentrat aus organischen, pflanzlichen Mineralien und Spurenelemente. Ich würde das mineralisieren. Das ist interessant, weil diese Spurenelemente sind in der Lage, komplexe Verbindungen mit den Pflanzenstoffen zu bilden. Und das kann auch die Bioverfügbarkeit noch optimieren. Ich gebe dann eben dieses Wasser dazu. Und dann schließe ich das luftdicht ab und kann das so auch fermentieren lassen. Sie sehen, Sie haben wirklich keine Ausgaben. Sie können auch solche Flaschen benutzen und Sie müssen nur diese bisschen Gemüse, die Pastinaken kaufen in Bioqualität natürlich. Dann die Sprossen, theoretisch können Sie auch Sprossen kaufen. Alle Sprossen würden funktionieren. Aber die Linsensprossen gehen immer sehr gut, sind pflegeleicht und damit haben Sie Ihr Sprossenfermentsaft. Sie haben eine exzellente Vitamin-C-Quelle, Sie haben die Pflanzenstoffe, Sie haben Enzyme, Sie haben auch ein bisschen Chlorophyll, wenn Sie was Grünes hineintun wie Brokkoli. Brokkoli hat auch Sulforophan, das hat auch große Vorteile auch für das Immunsystem. Und dann ich denke, Sie werden besser durch den Winter kommen und Sie werden hoffentlich nicht zu einem Notfall, wo Sie den Arzt aufsuchen am Sonntag. Und ich
gebe Ihnen einfach dieses Wissen weiter und wir möchten einfach gesund und stark jetzt durch den Winter kommen und ich wünsche euch viel Erfolg und ja, machen Sie es gut.